Bei Heidelberg sind Sie aus Neckargemünd. Sie sind noch fröhlich und so soll es auch bleiben, denn Sie haben eines der schönsten Reisemobile der Welt gekauft, einen Wingam. Der hat nur einen kleinen Haken. Damit meine ich nicht die Anhängerkupplung, die vielleicht hinten dran ist, sondern er ist viel zu schwer. Und das hast du nicht gewusst. Du hast ihn nämlich gekauft mit 121 Kilo Leergewicht. So, und jetzt hat er aber tatsächlich fast 3400. 3400 Kilo Leergewicht. So, du bist die Alexandra? Ja, genau. So, ihr seid aus Neckargemünd, das liegt bei Heidelberg, und seid den weiten Weg ins Saarland gekommen. Wir sind auf einem der schönsten Wohnmobilstellplätze der Welt. Ich zeig mal gerade einen Parkplatz hier in Saarbrücken. Nee, jetzt ohne Witz, die haben ja einen normalen Parkplatz umgebaut zum Wohnmobilstellplatz. 72 Stunden kann man umsonst parken. Finde ich fair, direkt an der Saar. Cool, das ist aber genial. Das ist genial, ja. Ja. Das ist schon lange. Das heißt, ihr dürft noch 72 Stunden. Nee, fahrt ihr wieder zurück heute? Wir müssen morgen wieder arbeiten. wir ja, natürlich wieder fahren wir zurück. zurück. Ja. Das ist so. Der Hund heißt wie? Lotti, das ist Lotti. Der Lotti ist ein bisschen heiß, oder? Ja. Lotti ist ein bisschen warm, ja. Ja. Ja, das Ganze fing an mit diesem Kaufvertrag. Wenn du den mal kurz vor deine Brust hältst, dann kann ich hier mal abfilmen. Wir haben oben mal die Adressen weggemacht. Da vorne steht es drauf. Es ist ein Wingam. Und das Fahrzeug hat ein Leergewicht eingetragen im Fahrzeugschein von 3.121 Kilogramm. Die sind auch hier übernommen worden. Du bist auch soweit zufrieden. 85.000 Euro hast du bezahlt. Der kostet neu so um die 100, glaube ich. Ja. So plus minus. Der war fast neu, als du ihn bekamst? 5.000 Kilometer. Also ein Jahr. Ein Jahr. Ein Jahr, 5.000 Kilometer. Ja. Zustand war gut. Zustand war, also so wie wir das am Anfang gesehen haben, sehr gut. So, war ja auch noch Garantie drauf und alles. Garantie ist immer noch drauf. Ja. Vorschlag ist, wir gehen mal kurz drum rum. Du machst die Tür mal am besten zu. Ja. Dann gehen wir mal in den Schatten, denn der Haufen wirft nämlich einen schönen Schatten. Dann können wir es mal schauen. Ein sehr kompaktes Fahrzeug, 6 Meter, was hat er? Also laut Papieren 6,10 Meter. Selbst habe ich nachgemessen, sind es nur 6 Meter. Sind 6 Meter. Verstehe ich auch nicht, warum die 10 Zentimeter mehr in die Papiere schreiben. Also das wäre jetzt auch kein Mangel für dich, wenn du sagst, der ist ein bisschen kürzer als in den Papieren. Das wäre okay für dich, oder? Überhaupt kein Mangel. Also ich habe wirklich, generell muss ich erst mal sagen, ich finde das Auto super schön. Also wirklich. Ja, muss man sagen, Sehr das wendig. Sehr wendig und für diese Größe vom Fahrzeug ist das Auto innen genial. Es hat 3 vollwertige Schlafplätze, die da sind. Hat hinten noch ein Heckbett mit drin. Ihr könnt zu zweit. 4 Schlafplätze. Wir gucken uns das gleich mal an. Also für gut groß ausgewachsene Mitteleuropäer, ich meine, der wird ja in Italien gebaut, da sind es 4. Nee, also hier kann man mit 2 Meter Personen kann man drin schlafen. Also das ist kein Problem. So, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir werden mal die Geschichte ganz von vorne erzählen. Ihr habt das gesehen im Internet oder wo habt ihr das Fahrzeug gesehen? Ja, wir haben das, also an dem Abend, als der Herr das reingestellt hat, haben wir das mitbekommen. Und dann haben wir uns sofort an ihn gewendet, weil Weiß ich nicht, ob das der Abend war, aber auf jeden Fall. Der war auch so ganz nett. Das heißt, das war keine Übergabe mit einem Geldkoffer auf dem Parkplatz. Nee, wir durften, also sie haben uns eingeladen, sogar mit Kaffee und Kuchen. Ja. Und nein, also ganz nett. Und dann hat er uns das Fahrzeug gezeigt und und uns erzählt und das war sehr nett. Also So, es gibt auch noch einen Anhang, den gucken wir uns gleich mal rein. Da siehe Anhang A zum ADAC-Kaufvertrag, der drin ist. Das war soweit alles in Ordnung, denn im Fahrzeugschein stand ja auch 3.121. Hat er euch erzählt, dass die Einbauten, alles was drin ist, eventuell das Gewicht erhöhen könnte? Hat er das gesagt? Nein. Nee, hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass er immer ohne Wasser fährt. Er macht den Wassertank nicht voll. Er fährt immer Hat er ohne. nicht explizit gesagt. Braucht man braucht es ja gar. Also er hat gesagt, man bräuchte den Wassertank ja eigentlich. Das Wasser muss man ja nicht mitnehmen, weil wenn man auf Stellplätze geht, hat man ja Wasser. Gut, das ist aber. Und er geht nur auf Stellplätze. Das ist aber okay, sage ich jetzt mal. Also die Auskunft kann man ja machen. Also wenn man fährt, kann man es ja rauslassen. Ja, aber der hat uns nicht gesagt, dass das Auto schwerer ist. Also weil das hätte ich, wenn ich gewusst hätte, dass das Auto 3.400 Kilo wiegt, hätte ich ihn nicht gekauft. Ist das ohne dich, oder? Fehler gemacht, dass wir halt nicht zum Wiegen
gefahren sind. Ja, aber das wussten wir gar nicht. Aber dass wir sind das halt machen müssen. Neulinge. Wir dachten, dass, wenn das so in den Papieren steht, dann ist es so. So, ihr habt mich angerufen, der Grund des Videos, ihr wollt ein bisschen warnen. Es geht jetzt gar nicht darum, also A, wollen wir mal gucken, ob wir den aufgelastet kriegen, das war die Idee, also dass wir jetzt mal ein paar Leute ansprechen, die das Video vielleicht sehen. Denn ich sag mal, reingefallen kann man ja so nicht sagen, denn wenn man ihn auflasten könnte, einen Führerschein hast du, den alten Dreier? Es ist kein Problem. Sogar meine Kinder haben den neuen LKW, also diesen C1. 1E, also diesen nicht den ganz großen, sondern diesen. Achso, die fahren wahrscheinlich Nahverkehr irgendwo. Nee, die waren beide beim Roten Kreuz und dafür mussten die dann extra diesen Führerschein machen. Für die RTWs. So, der ist ziemlich voll ausgestattet. Wir gucken uns das mal an. Denn du warst ja totaler Laie, hast gesagt, ich kaufe mir jetzt das Auto. Wärst du denn mit 350, 400 Kilo wärst du hingekommen, oder? Wenn er die gehabt hätte. Ja. So, okay. Mach mal auf, bitte. Also wir wollen zu zweit nur, aber 100 Kilo Zuladung, da ist ja meine Frau und der Hund und dann kann ich schon nichts mehr mitnehmen. Also das ist so. Das heißt, du wiegst über 100 Kilo, oder? Nein, der Hund wiegt schon mal 10 Kilo und der Hund, genau. Der Hund wiegt 10 Kilo, sie wiegt. Psst. Das darf man nicht sagen. Und ich nehme an, du wolltest wahrscheinlich ein bisschen mehr mitnehmen als nur eine Unterhose. Genau, nein, allein schon das Geschirr, ne, und so weiter. Ne? Also diese Grund. Ihr wollt da was mitnehmen, oder wie? Ja, eigentlich So eine schon. Frechheit. So war der Plan. Hatten wir das ja als Wohnmobil gedacht. Okay, das heißt, Wir haben auch extra so klappbare Räder gekauft, die eben nicht ganz so schwer sind, aber im gucken wir uns gleich mal an. sind die dann schon zu schwer. die sind zu schwer. So, jetzt gehen wir mal rein. Wir gucken mal, A, kriegen wir den eventuell aufgelastet? Die Story ist nämlich ganz interessant. Das ist der Kaufvertrag. Also er hat drin ein Zenec Navisina, ein Jena Soundsystem, ein Cupholder, eine Sattanlage hat er drin von Ten Haft, eine Oyster. Der Marderschreck, das rappelt sich natürlich, weißt du, da kommt das hinzu, da ist eine Mini-Dashcam dabei, die Markise 3 Meter. Ja, aber ich wusste ja gar nicht, dass das alles extra eingebaut ist. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das hat die Firma Wingam eingebaut. Ja, das weißt du ja bis jetzt noch nicht. Ja, das weiß ich auch bis jetzt noch nicht, weil ich habe ja von allen diese Zubehördinger und ich glaube auch ein Teil davon ist von der Firma Wingam. Solaranlage, Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles... Also zum Beispiel wie heißt das? Die Markise, das macht doch normalerweise die Firma, wenn sie die Autos ausliefert. Und den Lichtschlauch, der war schon drin. Der Lichtschlauch, das weiß ich nicht. Ist nicht schlimm. Ja gut, der wiegt ja höchstens 400 Gramm. Es geht ja darum, du sagst, eventuell könnte es sogar sein, dass die Fahrzeuge sowieso zu schwer sind. Also dass die, ich sag mal, 3100 drin haben. Das nehme ich an. Ja. Ich nehme an, dass die... aber nicht. Aber das weiß ich in diesem Falle gar nicht. Also ich nehme auf jeden Fall mal an, dass die Fahrzeuge so knapp kalkuliert sind, dass da echt jeder eine böse Überraschung. Und das bei einem 6 Meter Auto. Zeig mir mal das Wiegeprotokoll bitte. Du hast ihn dann wiegen lassen und hast sogar alles nachgestellt, was man so machen darf. Zum Beispiel Tankvolumen 90% hast du nachgestellt. Und das ist das Wiegeprotokoll. Da habe ich das Wiegeprotokoll. Also du warst wo wiegen, warst du? Das ist bei der Abfallwirtschaft Stadtreinigung Heidelberg. Also die wiegen jeden Tag die LKWs mit dem Abfall und nachher wiegen sie die LKWs ohne Abfall. Du meinst also, dass die dort nicht faken in Hessen? Ist das Hessen oder was ist das? Nee, das ist Baden-Württemberg. Nee, das ist auf jeden Fall geeicht und alles. Also das stimmt 100%. Also ich nehme es zurück, Heidelberg ist tatsächlich in Baden-Württemberg. Ich wollte dich nur mal testen, ob es da ist. Ihr wohnt ja da. Ja, und dabei kam raus, der wiegt 3,39 Tonnen. Ja. So, jetzt ist es aber so, dass also normalerweise ist der Fahrer mit 75 Kilo. Ich wiege aber nur 71 Kilo. Das heißt, es sind schon mal 4 Kilo, die hier zu wenig sind. Du warst mit drin. Genau. Dann der Tank muss zu 90% gefüllt sein. Das muss ganz genau. Ja. Ich habe aber nur 80%. Ich habe extra danach getankt, damit man das sehen kann, wie viel in den Tank noch reingeht. Ja, so und und dann habe ich noch das Warndreieck und den dieses
Ja, ich weiß. Erste Verbandskasten. Das habe ich auch nicht dabei gehabt, weil ich nicht wusste, dass das auch noch dazu gehört. Das hätte ich eigentlich auch hier mit reinpacken müssen. Also de facto ist es, dass der Wagen 3,4 Tonnen wiegt. 3,4 Tonnen. So, jetzt steigt deine Frau. 3,5 Tonnen ist das zulässige Gesamtgewicht. Und wenn jetzt meine Frau in das Auto einsteigt und der Hund, dann können wir eigentlich nichts mehr mitnehmen. So, also, damit ihr euch natürlich rechtlich jetzt im Sicheren seid, ihr habt das Auto komplett leer geräumt hier für den Dreh. Ihr seid genau bei 3,5 Tonnen jetzt mit Hund und Frau, korrekt? Genau. Genau. So, nicht, dass die Leute kommen. Vielleicht mal kurz über das Auto selber. Auto, wunderschönes Auto. Du liebst das Auto? Ich finde das Auto also so wie das aufgebaut ist, finde ich das absolut genial, weil wir haben so viele kleine Fahrzeuge angeguckt. Jedes Bett allein, wenn du mir das mal zeigst, bitte. Ja, genau. Geht jetzt nicht ganz runter, aber... Ja doch, das können wir auch ganz, das Mach geht mal. schnell. Ist das schön, das Bett, Alexander? Also ich schlafe hinten. Du schläfst hinten? Ach, ihr schlaft getrennt? Ja, Ja, ja. und weil er später ins Bett geht und dann, weil wenn er das runterklappt, dann kann man sich nicht mehr so wirklich im Wohnbereich bewegen, ne? Das sieht man gleich. Gut, aber es ist ja auch nur ein 6 Meter Auto. Also dafür hast du ja Platz, Genau, dafür Platz wie beim Großen. schön, ja. So, das Weiße ist auch schön gemacht, oder? Das alles, oder? Ja, das ist so ein bisschen italienischer Stil, so ein bisschen. Also das Auto, so gefällt uns das wirklich sehr Ja, gut. Also Das die ist nur zu schwer. Die Firma hat wirklich sehr guten Geschmack, muss ich sagen. So, also, du hast ein Riesenbett hier drin. Das Bett ist in 0, nichts gemacht. Kann man hier eigentlich was liegen lassen oben drauf? Ja, ja. So, das heißt, Achso, nee, eigentlich eher nicht. Wenn ich das hochklappe, also da ist jetzt ein Mangel, das kommt nämlich immer runter. das ist einer der Mängel, aber scheint Nein, das ist nichts Schlimmes. mir Das nach ist einem kleinen bestimmt- Mangel, oder? Ja, das kann man bestimmt schnell in Ordnung bringen. So, und da ist also draußen die Verkleidung, die geht nicht mehr richtig. Du hast auch einen kleinen Lackmangel, den können wir uns gleich mal angucken. Habe ich auch, ja. Da geht es aber jetzt gar nicht drum, oder? Nein, das geht nicht um solche kleinen Mängel oder so. Das sind alles Sachen, die man in Ordnung bringen kann. Also ich hoffe, dass mir die Firma Wingam dann dabei hilft. So, das ist übrigens das Bett, wo angeblich 2 Leute drin schlafen können. Nee, da können nur einer. Da kann Aber nur hier einer. unten ist noch ein Bett. Ach, da ist noch ein Bett. Das kann man umklappen. Da müssen wir in die Garage. Die Garage, da sind die Fahrräder jetzt drin, gell? Nee. Wir haben ja das Auto komplett leer gemacht. Okay, sehr Da ist schön. wir haben ja gar nichts drin im So, Auto. das heißt, zeig mal gerade. alles leer So, gemacht. so, als ob du den verkaufen würdest wieder. So, Ja. dann hier das Bad mal zeigen, dass wir das auch mal sehen. Also das ist wirklich komplett leer, 3,39 Tonnen. Ja. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn du irgendwie eine Vorgabe hast. Du darfst nur, ja, du könntest natürlich öfter mal tanken. Das heißt, wenn du immer nur so 15 Liter Diesel tankst. Ja, wenn ich alle 50 Kilometer an der Autobahn rausfahre. Das ist ja keine Lösung. So. Nee. Okay, so, wir schauen uns das gerade noch mal kurz an. Also hier Küche ist klar, die ist hier vorne drin. Also wunderschönes Auto, habt ihr übrigens schon ein Video drüber gedreht. Full GFK Monocoque, also richtig tolles Auto. Die Fahrräder, wie kommt man da ran eigentlich? Also wir heben sie rein. Ihr hebt die rein. Ja, so. aber Markus ist nicht auf. Also du musst. Ja, wir haben auch ein bisschen. Seid ihr Probleme. Neucamper eigentlich? Ja, total. Ja. Ist das schön campen jetzt Ja. im Nachhinein? Ja, wir waren jetzt gerade in Kroatien 2 Wochen, das war wunderschön und ja, also ich bin als Kind mit meinen Eltern, aber mehr im Zelt dann unterwegs gewesen, also das ist jetzt schon Luxus, ne? Aber eigentlich sind wir Neu-Camper seit März diesen Jahres und genau. So, das Auto, der Vorteil ist, das ist so klein, du kannst damit einkaufen fahren, du kannst alles Ich machen. kann auch gut mitfahren, genau, wir können auf jeden Parkplatz, deswegen wir gehen nachher noch einkaufen, deswegen sind Ah, ja. Flaschen da drin. Da müsst ihr aufpassen, dass er nicht überladen ist. Ja, wenn Ja. Naja, gut, jetzt haben wir ja Naja, wir können ja 30 Kilo oder so. 30 Kilo könnt ihr ja zuladen. So. Das heißt, da können wir kurz in Lidl gehen. So, das Bett, das Bett wird dann umgeklappt. Das klappt man da. Eben auf die andere Seite. So, das ist aber mit drin im Gewicht. Ja, nur die Matratze, die hatte ich auch nicht mit. Achso, ja, die hat auch noch gefehlt. Das sind auch noch mal 10 Kilo oder 5 Kilo. Du musst es grad Genau, Okay, kann da ist so man eine Klappe. Das ist eine schöne dicke Matratze, die könnte man da drauflegen. So, jetzt kaufe ich dir das sogar ab mit den 4 Plätzen. Da So, können 4 Leute drin schlafen. so, das Einzige, was du eingebaut hast, ist diese Airline-Schiene, glaube ich. Genau, Und die nur- wiegt 3 Kilo oder so, Ja, höchstens. wenn überhaupt. Ja. So. Okay, habe ich verstanden. Das heißt, ihr habt ein tolles Reisemobil.
das wollt ihr auch behalten. Dann hast du... Alexander, ich muss zuerst hoch, sonst geht es nicht. Okay. Ja, okay. Ja, wir sind immer noch am Üben, wie man sieht. Ihr seid noch nicht so lange zusammen, oder? Wir verheiratet? 30 Doch. 30 Jahre. Ja, wir sind. Aber mit dem Wohnmobil, da sind wir noch nicht so Wir ganz. sind. Wir kennen uns in- und auswendig. Gut, sehr schön. Das heißt, ihr erzählt euch hier laufend noch was, oder? Ja, habt ihr ja, euch ja. alles- Wir lieben uns heute mehr als am Anfang. Das sagt doch alles, oder? Ich hab's befürchtet, ja. Ist so Sind die Kids denn aus dem Haus alle? Die sind aus dem. Ja, nein, nicht so halb. Halb. Okay, das heißt, die liegen noch mit dem Geld auf der Tasche. Ja, so. Also einer. Ja. Wir sind sogar schon Großeltern. Ja, ich auch schon. Ich bin schon doppelter Opa, ja. Ja, nee, wir Ja. sind nur einfach. Okay. Ja. Ja, aber das ist die eine ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Also das bedeutet, ihr habt jetzt 90.000 Euro bezahlt, habt euren Lebenstraum verwirklicht und könnt ihn eigentlich zum Beispiel in Ländern wie Kroatien, das ist ja, glaube ich, schon fast eine Straftat, oder? Ja, also das Schlimme ist, wenn man durch Österreich fährt, da wird man dann auf der Autobahn automatisch live gewogen und wenn man dann nach Hause kommt, kriegt man dann, also das ist dann nicht so der Hit. Ist das jetzt ein Gerücht oder ist das wirklich so? Also wir haben einen Also- wirklich gesehen, nur eine Strafzelle haben wir bis jetzt nicht bekommen. wir haben keinen Strafzettel Wir sind jetzt Aber seit ich habe Glück 2 gehabt, Wochen weil da. ich bin, als diese Wiegeanlage war, habe ich gerade einen LKW überholt. Und ich glaube, die Wiegeanlage ist bloß auf der rechten Spur. Ja? haben wir Also Glück nur da, wo die LKWs Ist aber auch waren. blöd, du fährst und hast dauernd ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, Ja, du bist ja. permanent überladen, oder? Ja, das ist richtig blöd. Also, aber da konnten wir gar nichts mehr machen, weil wir waren schon, als uns das klar wurde, dass hier irgendwas nicht stimmt, da waren wir ja schon quasi auf dem Weg in Urlaub. So, da wart ihr auf dem Weg in Urlaub. Habt ihr denn versucht, mit dem Verkäufer mal zu reden? Nee, bis jetzt habe ich noch gar nichts. Also Warum ich habe versucht, mit der Firma Wingam zu reden und ich habe versucht, dass die mir erstmal einen Service machen bei dem Auto, damit ich überhaupt erstmal verstehe, was hier los ist. Weil ich verstehe das, vielleicht tue ich ja diesem Verkäufer sonst Unrecht. Es kann ja sein, dass der alles richtig gemacht hat. Das kann ja sein, dass der alles richtig gemacht hat und dass der das selber gar nicht weiß, was da passiert. Er hat ja das auch nur abgeschrieben aus dem Fahrzeugschein, da steht es ja Genau. drin, 321 und so weiter, aber tatsächlich hat er 3,4. Tatsächlich hat er 3,4. Und jetzt wollte ich halt, dass die Firma Wingam sich das Fahrzeug anguckt. Und dann gibt es in der Nähe von Darmstadt, gibt es einen lizenzierten Wingam-Händler. Den Namen lasse ich jetzt auch weg, damit das nicht... Bitte nicht googeln Darmstadt-Wingam, okay? Macht das nicht. Also auf jeden Fall, da war es dann so, da habe ich, also kurz nachdem ich das Fahrzeug gekauft habe, habe ich einen Termin da ausgemacht. Und ich neige dazu, wenn ich so Termine mit 2 Wochen habe, dass ich dann kurz vorher nochmal anrufe, um zu kontrollieren, dass ich da nicht umsonst hinfahre. So, dann habe ich da an dem Vormittag angerufen, da meinte auch der Chef von dem Laden, ich soll doch heute bitte nicht kommen, weil er kriegt eine Lieferung und so. Und dann habe ich gesagt, das ist aber blöd, weil ich habe mir jetzt extra alles freigehalten für diesen Termin und ich würde jetzt eigentlich losfahren. Ja, und wenn ich ihn jetzt nicht angerufen hätte, dann wüsste ich das ja auch gar nicht. Dann müsste er ja irgendwas mit mir machen. Und dann habe ich gesagt, also es wäre mir schon recht, wenn er sich an den Termin halten könnte. Vor allem, er wollte einen neuen Termin ausmachen und es wäre dann wieder einen Monat später gewesen. Also, ja, und dann bin ich da hingefahren. Dann hat er mir gesagt, ich soll nicht nach Navi fahren und hat mir eine Beschreibung gegeben, nach der ich mich exakt gerichtet habe. Und ich bin früher im Außendienst gewesen. Ich weiß genau, wie man also noch ganz ohne Navi und so fährt. Echt mit so Karten und so. Mit Karten und alles und so, ja. Und Kompass. ich habe mir das dann aufgeschrieben, alles ganz detailliert, ganz genau. Und siehe da, der hat mich in den völligen Irrsinn geschickt. Also Absichtlich, oder? Also ganz ehrlich, mir kam das so vor. Ja, weil Das war aber nicht der sowas von Händler, Fall. das war jetzt nicht der Händler, wo der her war, oder? Nee, aber ein lizenzierter Wingam-Händler. So, wir machen jetzt mal. Also, ich habe das soweit verstanden. Das bedeutet, der hat das Auto gar nicht gesehen, der wollte das dann gar nicht. Ich bin dann irgendwann da auch angekommen, 2 Stunden zu spät, aber weil das alles nicht gestimmt hat, war das auch sehr schwierig. Und dann hat er mich rausgeschmissen. und die Lackerplatzer, wo sind die? Also hier zum Beispiel. Also das sieht hier so aus, als wäre die Haube bis da unten
also als wäre die lackiert worden, wo das hier drauf ist. Und hier geht überall Lack ab. Hier, überall. Also als ob die schon mal nachlackiert ist. Ja, Warte, zeig mal grad. das ist ganz komisch. Ja, Das sieht aus fast wie gerollt. Ja. Ja. Ist interessant. So, und dann habe ich sowas habe ich auch noch hinten am. Also ich habe noch Fotos auf dem Handy. Die kann ich zeigen. Oh, besser nicht. Nee, besser, ich mach nichts. Ich will nur, es klebt sogar. Es könnte auch ein Klebestreifen sein, ne? Ja, ich weiß das nicht. Wenn du das gerade mal aufmachst, mach mal gerade auf, bitte, die Haube. Direkt mal. Ihr habt noch nie die Haube aufgemacht. Ich liebe euch jetzt schon, weil Wir sind völlig unbedarft. ihr seid völlig unbedarft. Ja, das ist Du hast die schon mal Ich habe die aufgemacht. so. Das sieht mir aber, ja, es sieht interessant aus. Also das sieht aus, als würde das alles abplatzen. Ja, und das sind wäre das Sachen. irgendwie nachlackiert hier. Ja, und das sind Sachen, die so nicht in Ordnung sind. Weil erstes Mal habe ich das Auto unfallfrei gekauft. Ja, sieht jetzt nicht aus wie ein Unfall. Nee, aber, ja. sieht nicht so aus. Eben, das meine ich auch. Ich meine, dass das hier etwas ist, was die Firma Wingam angeht. Oder Fiat. Wir werden es sehen. Aber das ist schon wieder nicht der Grund, denn du sagst, das sind alles Kleinigkeiten, die kann man machen. Da wolltest du jetzt mal zum Wingang-Händler fahren. Der Wingang-Händler hat dich in die Wüste geschickt. Der hat mich in die Wüste geschickt. Absichtlich oder nicht, weiß man nicht, aber ist er war halt so. merkwürdig Hat gewesen. halt nicht gut geklappt. Und da du ja praktisch im Außendienst, Nee, ich habe dann du kennst die Folgendes aus auf gemacht. der Ich habe Welt. dann gedacht, okay, dann lasse ich das jetzt erstmal alles, bis wir in Urlaub fahren, weil im Urlaub merke ich dann wahrscheinlich noch mehr, was noch alles nicht stimmt. sehr schön, das ist eine gute Idee übrigens, ja, hast du denn gedacht. Ja. Aber den mal anzurufen, den alten Eigentümer, auf die Idee bist du nicht gekommen. Dass du da Ja, gesagt doch, hast, wir haben es einmal versucht, aber da ist er nicht rangegangen. da also hätte ich man ja hab- noch mal anrufen Nee, es war ja auch so, es war so, als der Mann das Geld hatte, ja. ja, dann war doch Da hat er direkt den Kuchen und den Kaffee die abgeräumt. Freundlichkeit Er hatte nicht ziemlich. so viel Zeit. Also er sagte, also wir wollten halt eine vernünftige Übergabe haben, wo er uns das Fahrzeug erklärt, ja. Und ich bin davon ausgegangen, der nimmt sich einen halben Tag Zeit. Ja. Ja, weil ich habe gedacht, einen halben Tag brauchen wir. Und ich habe auch gedacht, ich kann das auch mit meinem Handy alles aufnehmen, damit ich das nachvollziehe. Weil ich kann mir ja nicht Informationen von 3-4 Stunden. Ich alle muss im dir Kopf aber sagen, als ich mein erstes Reisemobil gekauft habe, habe ich genauso gedacht wie du. Da habe ich gedacht, ich filme alles mit, habe dem eine Liste geschickt, was auch ja alles dabei sein soll, habe dann im Internet gegoogelt, wie irgendwie, also du hast alles richtig gemacht, sage ich mal schon mal so. Also dir auch Zeit zu nehmen, einen halben Tag, da muss ja eingewiesen werden, wie geht die Heizung, wie geht die Gasflasche dran, Genau, das Klo. genau. Das habe ich gedacht, das macht er mit uns. Und? Ja, der hat ungefähr eine halbe Stunde sich Zeit genommen und hat alles in einem Tempo runtergerattert, dass ich selbst nach der halben Stunde wusste ich eigentlich nichts mehr. Weil das kann ich mir nicht merken. So, glücklicherweise haben Und wir er aber- wollte nicht, dass man das aufnimmt, weil er wollte nicht in irgendeinem Video auftauchen. Da habe ich gesagt, ja, aber ich nehme nicht Sie auf, ich nehme nur die Sachen auf. Nee, er will das nicht. Okay. Ja, und dann gut, war das- der sehr, da habe ich dann gedacht, Ihr habt da bar bezahlt oder was habt ihr? nö, ja, ich habe Überweisung. Per Überweisung. Überweisung. Also währenddessen du da warst, hast du überwiesen? Und dann, Nee, wir Nee. haben vorher überwiesen. vorher. Nein, ich habe eine Anzahlung gemacht von was war denn das? 10.000 Euro habe ich angezahlt Okay. Und dann, und 75.000. Ich habe ja nicht einfach paar so Tage 85.000 erstmal- Euro rumliegen. Ich muss ja erstmal was verkaufen. Ich habe ja Echt mein nicht? Geld angelegt. Also hast du angelegt, Bitcoin. Hat eine Woche Nee, gedauert. Nee, also die Leute mit Bitcoin, die tun mir alle leid. Okay, ganz schlimm. Kommt drauf an, wann man gekauft hat. Das stimmt. So, wir müssen eins machen. Es ist so heiß hier draußen. Heute haben wir einen der heißesten Tage, 12. Juli 2022. Die Geschichte fängt an spannend zu werden. Bis gleich, ich muss die Kamera wechseln. Tschüss. Teil 2, Alexandra und Marco aus der Nähe von Heidelberg und Lotti. Lotti. So, die Lotti ist schon ein bisschen grau. Die ist schon ein bisschen älter, so etwa 12. Wir wissen es nicht genau, die kommt aus Slowenien. Ist ein Von der gebrauchter Hund. Tierschutzhilfe 4 Pfoten. Ein Gebrauchthund. Jetzt schon etwa 10 Jahre. So, 10 Jahre so. Was wäre denn jetzt dein Wunsch? Das heißt, erstmal hast du angerufen dann bei Wingam in Italien. Zuerst habe ich ja noch mal bei diesem Händler da in der Nähe von Darmstadt angerufen. Habe gedacht, na ja, jetzt sind 2 Monate rum, also das war dann nach dem Urlaub. Vielleicht
ist er jetzt freundlicher oder so? Ja, auf jeden Fall habe ich es versucht. Habe ich auch gedacht, na, entschuldigst dich mal, obwohl es eigentlich von Also meiner Seite autorisierter Händler von Wingam. Autorisierter Händler. So, das heißt, der hätte ist er immer eigentlich- noch. Ist er immer noch. Ja, ja. So. Ja, auf jeden Fall habe ich dann einen Azubi dann nur dran gehabt und mit dem habe ich mich unterhalten und der hat mir gesagt, ja, es wäre ganz schlimm, ganz schrecklich. Sie würden so viele Autos verkaufen, sie kämen zu nichts anderem mehr. Also Service oder so geht gar nicht und schon gar nicht bei Leuten, die Autos nicht bei ihnen gekauft Hat haben. er so gesagt? Hat er gesagt. Hat er gesagt. Sie verleihen auch keine, sie würden normalerweise, hätten sie immer Wingams vermietet. Das machen sie jetzt nicht mehr, weil sie gar keine Zeit dafür haben, weil sie so viele Autos verkaufen, dass sie... Und auf keinen Fall mit Leuten, die da nicht bei denen gekauft haben. Ja, ja. Und So, jetzt könntest du ja zu dem Händler fahren, wo der gekauft ist. Wahrscheinlich im Süden irgendwo. Ja, in Bayern. Bayern. Aber das ist ja viel weiter. Ich dachte, ich könnte auch hier zu einem Wingam-Händler. So wie man halt denkt, wenn ich jetzt irgendwo einen Porsche kaufe, dann kann ich auch überall zu Porsche gehen. Ja, ist wahrscheinlich auch so. Ja. Da muss ich nicht extra einen speziellen. So. So, also Aber jetzt war es aber so, dann hast du angerufen bei Wingam. ich habe erst mit dem. Das hat nicht funktioniert. Die haben mich da abgewimmelt. Dann habe ich bei Wingam angerufen, habe denen das Ganze geschildert. Dann wurde mir gesagt, so geht das nicht. Die lizenzierten Händler müssten Service machen. Ja. So. Dann hat diese Frau gesagt, also sie wird sich darum kümmern. Und dann hat sie mich ein paar Tage später wieder angerufen. So, der Und Call, dann- der ging jetzt nach Italien. Du warst in Italien rausgekommen. Die sprach Ja, Englisch, ja. oder? Der Anruf ging nach Italien. Englisch nach hat die gesprochen? Englisch, die hat Englisch gesprochen. Und dann hat die mich also wieder angerufen, hat mir gesagt, also sie hätte jetzt einen Händler für mich und der ist 330 Kilometer von mir entfernt und es ist gar kein Wingam-Händler. Der wird es aber machen. Der würde das machen. Also das ist kein Wingam-Händler, aber der ist weit weg. Und was hast du dann gesagt? So 330 Kilometer ist er schon weit weg. Dann habe ich gesagt, ja, aber warum kann ich nicht zu einem lizenzierten Händler, der bei mir um die Ecke ist? Warum muss ich jetzt 330 Kilometer fahren? Da bin ich ja einen ganzen Tag weg. Ja, so. Und dann weiß ich ja auch nicht, was da passiert. Ja, Die Lösung für dich wäre jetzt, also das bedeutet auflasten, das wäre eine Lösung. Dann bist du hingegangen, hast mit vielen Leuten gesprochen, die haben alle gesagt, geht nicht. Ja, ich war in der Zwischenzeit bei einem Händler, der hat mir gesagt, das ist sehr problematisch bei dem Fahrzeug, weil zum Beispiel Die Feder, oder? Zum Beispiel hier, das kann man sehen sogar. Ja. Vielleicht, weiß nicht, also hier sind die Blattfedern zum Beispiel, die sind hier festgeklebt. Ja. Ja, und das darf gar nicht passieren. Das darf man überhaupt nicht machen. Also hat der mir gesagt. Ja gut, da kann man die ja losmachen. Ja, das muss in Ordnung gebracht werden. Also hier sind einige Sachen von Wingam falsch gelaufen und die müssen in Ordnung gebracht werden. So, wenn du aber... Der hat mir gesagt, er will da nicht dran an das Fahrzeug. Nachher ist er schuld an irgendwas. Also wenn wir es hinkriegen würden, wir würden mal mit ein paar Leuten sprechen oder vielleicht sehen Leute ja, die sich auskennen mit Auflastung von Fiat Ducato, die dir helfen könnten. Ja. So, wir könnten da ja mal anfragen, die dann sagen, hey, wir machen da vielleicht eine Luftfeder rein, andere Federungen. Du hättest kein Problem mit über 3,5 Tonnen. Was wäre denn so dein Wunschgewicht? Wären es zum Beispiel 4 Tonnen, wäre das okay? Oder zum Beispiel 3,8 würde dir auch helfen? Alles wird mir helfen. Ich meine, ich habe im Moment nicht die Möglichkeit, irgendwas zuzuladen. Ja, gar nichts. Ich kann gar nichts zuladen. Ich sag mal so, rund 300 Kilo. Normalerweise geht eine Papierauflastung 150 Kilo, habe ich so in Erinnerung. 4 Tonnen. Ja, auf 4 Tonnen wäre schön. Ja, 4 Tonnen wäre Warte, ich sag mal gerade, also auf 4 Tonnen. 4 Tonnen wäre toll. Ja. Eine Anhängerkupplung willst du auch noch haben. Ja, ja. Also das war für mich... Eigentlich klar. Was? Eine Anhängerkupplung? Ja, also- Okay, das heißt, du willst auch noch was mitziehen? Ja, ja, ich habe noch einen Tandem-Anhänger und den wollte ich eigentlich hinten dran hängen. Gut. Ja, da habe ich so ein Boot drin und alles Mögliche und so. Ich frage mal die Leute im Süden, in der Nähe von München. Vielleicht können die ja helfen. Ja. Die kenne ich nämlich ganz gut und die sind auch sehr nett. Ja. Denn zufälligerweise habe ich diesen Aufkleber gesehen, La Marca. Vielleicht können die dir ja helfen beim Auflasten. Das wäre ja eine Lösung, oder? Ja, natürlich, klar. Wieso, was hat La Marca? Was ist das? Es könnte sein, dass das der Händler ist, der dem das verkauft hat. Denn ich habe nämlich vorne auch schon La Marca gesehen an der Seite. Das ist ein Händler. Und ich sag mal, auch wenn der vielleicht Wingam nicht mehr hätte oder was weiß ich, das ist ja ein Fiat Ducato drunter. Ja, ja. Das ist ja jetzt keine Atomphysik. Ja, also ja. das ist das meistverkaufte Nutzfahrzeug, Eben, glaube ich, eben. Europas. Eben. Nein.
Und, ich will das ja auch gar nicht umsonst haben oder so. Das ja? auch nicht, okay. Also du würdest die Auflassung sogar bezahlen. Ich brauche nur irgendeine Möglichkeit, dass ich dieses Fahrzeug nutzen kann. So, die kleinen Fehlerchen, die da dran sind, die kann man dann gerade noch mitmachen. Windgam in Ordnung bringen, einfach. Ja. Ist doch eine klare Ansage. Das bedeutet, da wärst du aber auch bereit, wenn der sagen würde, okay, wir kennen das Auto, wir können das auflasten, wir können einen Termin machen, dann würdest du auch da runterfahren. Natürlich würde ich dahin fahren. Wenn mir jemand sagt, ich habe nur ein Problem, jetzt 330 Kilometer zu fahren zu jemandem, der mit Windgam gar nichts zu tun hatte und jetzt irgendwie so eine Ersatzwerkstatt ist und die eigentlich das machen, die dürfen jetzt alle keinen Service mehr machen, weil die so viele Autos verkaufen. Also das wäre doch eine Lösung jetzt. Also bevor wir, du weißt doch selber, weißt du, der andere sagt dann vielleicht, naja, ich habe das nur abgeschrieben, ich wusste das selber nicht, habe den nie gewogen, da ist ja eine Dieselheizung mit drin, das ist ein tolles Auto, ich würde es direkt nehmen, wirklich. Das mit dem Thema Zuladung haben ja viele, deswegen drehen wir auch das Video. Dein Rat ist, Fahrt mit den Hobeln auf die Waage, oder? Genau. Vor dem Kauf auf die Waage. Auf die Waage. Ja. Ja, und man muss sich das Gesetz angucken, weil das ist also ganz eindeutig. Leergewicht definiert sich bei einem Wohnmobil, da muss der Tank zu 90% voll sein. Wenn ich mehr als 90% habe, dann stimmt das Leergewicht nicht. So, der Wassertank muss ganz voll sein. Ja. Und, du bist aber zu leicht jetzt, das heißt, du wiegst noch 72 Kilo. Und dann der Fahrer wird mit 75 Kilo angesetzt. Und du wiegst 72. Ich wiege 71. 71. Das heißt, du könntest noch 4 Kilo essen. Genau, ich könnte jetzt eigentlich, also ich habe mich halt beim Wiegen da reingesetzt. Also auf jeden Fall, Fakt ist, dieses Auto wiegt so, wie es jetzt da steht, Leergewicht 3,4 Tonnen. Ruhig brauner, sage ich jetzt mal. Wir finden eine Lösung, kann ich sagen, denn ich sag mal, du bist ja auch Opa, du bist ja nicht Opa geworden, weil dich dauernd aufregst, sondern aber also was ich schon mal gut finde ist, dass du lösungsorientiert bist. Das finde ich schon mal gut. Ich will ja nicht das Auto loswerden. Genau, du willst sogar behalten. Nee, das will ich behalten. Also du sagst, Windgam einer der besten Autos, die du je gesehen hast. Ja, eindeutig. Also die bauen richtig tolles Auto. Kann ich nicht anders sagen. Ja, also ich würde das... Total gemütlich. Also es ist wirklich ich glaube sogar, wenn der ganze Ärger mal rum ist, dann werde ich sagen, ich würde alles wieder genauso machen. Ich würde wieder dieses Auto kaufen. Ja, weil ehrlich, das Auto ist toll. Also ich war jetzt damit im Urlaub und ich bin richtig mega zufrieden mit diesem Auto. Wie waren denn so die Reaktionen? Weil das ist ja eines der meist abgerufenen Videos bei mir auf dem Kanal. Windgam überhaupt mit diesem Monocoque, GFK. Ja, das kommt unglaublich an bei den Leuten. So auf dem Platz haben die erkannt, dass das ein Windgam ist schon mal? Also oder hat es die Leute nicht interessiert? Nee, die meisten Leute haben das nicht erkannt. Sie haben schon geguckt. Also sie meinten schon, das sieht ungewöhnlich aus und so. Aber wir haben leider keinen einzigen anderen Windgam-Fahrer. Nirgendwo. Also es gibt keinen anderen. Ich weiß auch nicht. Ich habe nirgendwo. Wir waren auf bis jetzt keinen gesehen. Wir haben keinen einzigen anderen gesehen. Und wir waren auf Campingplätzen mit 6000 Leuten. Also ich frage mal hier die Leute von La Marca. Ich weiß ja gar nicht, ob der daher ist. Vielleicht ist der Aufkleber ja nur so drauf, weil es so schön ist. Aber ich kenne auch den Chef. Das ist ein ganz, ganz lieber ist das. Das ist eine ganz tolle Firma, ein Importeur. Der hat sogar eigene Marken. Das ist auf jeden Fall anders wie das. Das hat irgendjemand mit einer anderen. Also das ist ja andere. Es ist wirklich so. Fühlt sich anders an. Es ist wirklich so, dass der Händler so heißt. Also das ist so. Ich weiß aber nicht, ob der Wagen hierher kommt. Ja, ich kenne den sogar persönlich. Ja, ich habe da schon gedreht. Dann wird das der sein. Ja, vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Also Das bedeutet. vor allem, ich habe das ja, der mir das Auto verkauft hat, der hat das ja, ist ja aus Bayern. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich gucke mal gerade, weil da vorne hatte ich nämlich auch noch was gesehen. Da steht nochmal La Marca. Guck dir das mal an. Guck mal hier. So, also, Genau, da. ich kenne die Leute gut von La Marca. Wir werden vielleicht, ich frage die einfach mal, vielleicht finden wir ja eine gütliche Lösung. Vielleicht sieht ja auch Windgam das Video und sagt, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Die 350 Kilometer, oder? Wäre doch, also die Firma Windgam ist eine richtig gute Firma. Ja? Also, weil sonst würden sie nicht so ein tolles Auto bauen. Ja, aber ihren Service können sie echt noch verbessern. Ja, das ist ja mal eine klare Ansage. So, was hast du gemacht? Du bist schon fertig, so beruflich, oder bist du am Arbeiten? Naja, ich bin, ich bin eigentlich Diplom-Sozialpädagoge und Suchttherapeut. Suchttherapeut. Oh, da kannst du direkt bei mir anfangen, ja. Ich bin nämlich süchtig nach Videos drehen.
Ganz schlimm, meine Frau sagt schon die ganze Zeit, hör mal auf zu drehen. Dann kann ich dir nur eins empfehlen, Drehfilme. Drehfilme. Ja, kann ich dir nur empfehlen, weil das ist eine sehr gesunde Sucht, die du hast. Aber es ist ja... Die tut dir gut, die tut deinem Konto gut, Ja. die tut auch deiner Frau gut, weil die kann davon leben. Ich war das letzte Mal auf der Tankstelle und da war ich ziemlich erschrocken, was mittlerweile diese Glimmstämmel kosten. Ja. Also da war einer da, der hat dann gemeint, ich hätte gerne ein Päckchen irgendwie für 9 Euro. Da hat die 9 gesagt, Euro. 9 Euro gibt es nicht mehr, kosten jetzt 10. Und da hat er gesagt, dann nehme ich die kleinere. Da waren irgendwie nur 17 Zigaretten drin und am Schluss ist er raus mit 16 Euro und 2 Päckchen Zigaretten. Und das war wahrscheinlich Tagesration. Das ist schrecklich. Ist das Suchtrauchen? Ja, naja, gut, das ist halt. Also, Rauchen Ja, ist halt. Du hast auch mal geraucht. Ich habe auch mal geraucht. Was? Ja. Als Therapeut hast du mal geraucht? Ja. Du trinkst Ja. aber Alkohol in Maßen, oder? Ja, ich trinke fast gar keinen Alkohol. Fast gar keinen. Mich nicht mehr. Also früher hast du schon mal gerne ein Weinchen getrunken. Ja, Okay, so. Aber mittlerweile trinkt er gar nichts. Er lebt sehr gesund im Moment. Man muss ja auch dazu sagen, wenn man es nicht selbst erlebt hat, also gerade, es gibt ja unglaublich viele Süchte. Also es gibt ja, Ja, nicht nur ja. das, es gibt Spielsucht, es gibt Fettsucht, es gibt Süßigkeiten. Was und so hatte ich für weiter. eine Sucht? Ich war damals Donkey Kong, Was ist das war so ein Computerspiel, so ein Ding, hast eine Mark reingeschmissen und da war so ein kleiner Affe, der ging so Treppen hoch. Und da kamen so Feuerbälle und wenn du dann 3-mal verloren hast, war's nahtlos. Ja, wie Und so da hab ein ich- einarmiger Bandit? Oder was? Nee, das war einfach so ein Spielautomaten, hast eine Mark reingeschmissen, dann Echt? war ein Videospiel Das kenn drin. ich Das gar gab's ja. ja. Früher. Gab es das im Saarland? Bei So, uns das- gab es das gar Nein, nicht. das war damals in Trier an der Paulinstraße, habe ich das Ah, gemacht. okay, Es war, okay. Am Schluss konnte ich so gut, dass ich mit 1 Mark 4 Stunden spielen konnte. Der wird mich rausgeschmissen. Ja, ich glaube, das hat sich dann nicht mehr gelohnt für ihn. So, das tut aber jetzt nichts zur Sache. Wir gehen noch mal kurz rein. So, also, das ist schon mal der Berg. Was mir gefällt bei euch beiden, ist die Lösungsorientierung. Denn viele schreiben mich auch an und sagen, alles scheiße, ich will den Anwalt rufen, ich will dies und das und jeniges. Nee, ich will einen Urlaub mit dem Wohnmobil, nicht mich vor Gericht streiten. Sehr schön. Das heißt, du brauchst eine Lösung, soweit habe ich das verstanden. Wingam ist klasse, habe ich auch verstanden. Ja, Und also Aufruf, ganz klar, wenn ihr jemand kennt, ja, liebe German TV-Gemeinde, ja, German Television-Gemeinde, jemand kennt, der sich mit Auflastung von Fiat Ducato auskennt oder ihr lastet selber auf, dann schreibt mir noch eine Mail an herzog@medi-saar.de. Ich werde das Ganze hier ein bisschen vermitteln mit dem Marco und der Alexandra und dem und der Lotti. Lotti, Genau. die wir das haben, dass wir das auch hinkriegen, dass wir euch in die Lage versetzen, dass alle eure Probleme gelöst werden. Und Alle nicht, aber zumindest mal die mit dem Wohnmobil. achso, ihr habt noch andere. Okay. Ja, naja, hat ja jeder heutzutage. Wir haben eine Gasheizung. Stimmt, ich vergaß. Wir haben ja Diesel im Auto. Dann können wir sehr uns dahin zurückziehen. Ja, aber genau. Das war nämlich auch noch so ein Grund für dieses Auto. Da habe ich gedacht, naja, wenn es jetzt im Winter, wenn wir gar kein Gas mehr kriegen, dann ziehe ich ins Wohnmobil so lange. Da hast du Diesel. Da habe ich Diesel. So eine Dieselheizung. Da ist eine Truma 6D drin, habe ich schon gesehen. Da vorne ist sie drin. Ja, also 34 Grad haben wir hier drin. Nee, Innentemperatur 32, draußen sind es 34 Grad. Wir drehen heute tatsächlich am 12. Juli 2022. Ich denke, wir finden eine Lösung für das tolle Wohnmobil. Danke. Also, schreibt mir herzog@medi-saar.de. Wenn ihr das Thema Auflastung im Griff habt und sagt, okay, da können wir helfen, kannst du mich mal ganz kurz in den Fahrzeugschein blicken lassen, dass wir den mal gerade zeigen. Denn der Schein, der kleine, Nee, das ist der von dem Anhänger. das ist der von dem Anhänger. Weißt du, wo die Papiere Die sind? müssen ganz vorne sein. Alexander, du bist ziemlich wichtig, habe ich das Gefühl hier. Ja, er schreit immer schnell. sonst finde ich nichts. Ich bin dann sowieso auch immer schuld, wenn irgendwas Du bist schuld. Ich bin schuld. Der Therapeut. Was cool ist, ihr habt sogar einen Diesel-Kochfeld, habt ihr, oder? Ja. Das ist von Webasto. Das Auto ist wirklich klasse, sonst hätte ich es ja nicht gefilmt. Ja. ist wirklich. Unkaputtbar aus GFK. Also es ist. Und auch von der Staufläche. Also ich muss sagen, wir haben echt alles super untergebracht. Also das Okay. Marco, das muss Alexander- ganz vorne sein. Ach so, hier, ne? Alexandra, schreite mal zur Tat, Alexandra. das ist das von dem Anhänger. Ja, das habe ich in den falschen Ordner geheftet. Du, ist ja nicht so schlimm.
Wir kriegen das heraus. Ich bräuchte, schön wäre, wenn du den Schein hättest. Hast du den Schein da zufällig? Vielleicht in der Geldbörse, da habe ich alle meine Scheine. Die Fahrzeugscheine? Die Autopapiere, die müssen Aber das ist doch hier, aber das ist er doch. Ach nee, das ist nur der... So. Also ich könnte jetzt sagen, Das ist doch einer. Ist das nicht? Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief bitte, könnte ich jetzt sagen. Ja. Nee, das Ist er das? ein Anhänger. Das ist der Anhänger? AD-D7, das ist der Doppelachser-Anhänger. So, ich dachte schon. Also, pass auf. Bevor das jetzt ausartet, werden wir jetzt eins machen. Ihr wisst Bescheid. Also, Wingam, was ist das hier für einer? Ein Wingam Oasis 610. In der Ausführung 3,5 Tonnen. Ob es einen anderen gibt, weiß Aber ich ich nicht. kann dir eins sagen, also weil das ist nämlich ganz wichtig, das ist die Fahrzeugidentnummer, also ZFA 2500 0002 P3 7853. Ja, weil damit kann man nämlich feststellen, was dieses Auto alles hat. Also So. eine Kopie habe ich immer. Ist das der alte Besitzer, der da steht? So, dann bitte mal zudecken. Genau, machen wir mal zu, dass der ja nicht drauf ist, denn der hat ja wahrscheinlich gut gehandelt. Das ist der Fahrzeugschein. Dann könnt ihr da direkt mal reingucken mit allen drum und dran und vielleicht finden wir eine Lösung. So, jetzt machen wir Schluss. Ich muss nämlich noch in den Baumarkt. Ich muss noch eine 21er Schraube kaufen, 2 Stück, weil mein Pool sonst morgen nämlich nicht geht. Der Pool. Ja, der Pool, den haben wir jetzt mal in Betrieb genommen. Er ist noch ganz grün und meine Frau hat gesagt, wir müssen den endlich mal ein bisschen chloren und so. Jetzt wird Zeit Mitte Juli. Ja, aber es war ja die ganze Zeit, war es nicht klar, bleibt es jetzt mal warm oder ich habe da keine Heizung drin. Ach so. Ist so. Okay. Werden wir Aber machen. jetzt ist gut. Also euch beiden wünsche ich noch alles Gute, wenn du sie mal kurz in den Arm nimmst. Mach doch einmal kurz. Ja. Weil Ja. das ist ja mal eine gute Therapie, muss ich sagen, ja, die Ja. denn da ist. Also ich wünsche euch noch viel Erfolg. Ich denke, wir sehen uns wieder. Also dass wir dann irgendwann mal, wenn ihr im Süden unterwegs seid, ihr kommt ja, Ja. fast zwangsweise hier vorbei. Ja. Wenn ihr Ja. auf der Route Soleil seid oder in Ja. Kroatien oder was sind so tolle Ziele, die ihr habt? Also wir waren jetzt in Kroatien und das nächste... War ganz toll. Also kann wir nur Da jedem dachte ich empfehlen. eigentlich nach Frankreich mal. Wie Frankreich. Wie Frankreich? Frankreich ist da vorne. Wenn du da, da rüber Komm mal guckst, hier vorbei, ne? sind 500 Meter, dann bist du in In die Frankreich. Provence oder sowas. Ach so, nicht hier in schöne Saarbrücken. Nee. Frankreich ist okay, Portugal, Spanien. Er ist halt sehr weit, ne? Sehr weit. Also er möchte nicht immer, also er will immer mal wieder eine Woche an einem Platz sein, deswegen Hopping. genau Ja, Italien? mindestens. Sie will Hopping. Also ich will weniger Hopping. Italien, ja, also eher Frankreich im Moment. Norwegen? Also wir waren vor 2 Jahren in Schweden, also Das war gut. ja, Stechmücken? Norwegen. Mücken waren ordentlich, aber die waren jetzt in Kroatien auch. Also ich bin total verstochen. Also hier alles voll. Krass, wirklich. Ja, ganz schrecklich. Ja, Ja, wir waren bei den nicht. Plitzwitzer Seen. Wir waren bei den Platte. Plitzwitzer. Plitzwitzer Seenplatte. Ja, und, kennst du das? Und Das so Zeugs zum Eincremen hast du nicht gehabt. Doch so Spray, aber das mochten die scheinbar. Da haben sie tot gelacht. Aber er hat es nicht. Also die sind alle Du auf bist ja eine mich. Süße. Das ist genau. bei uns Ich wird schmecke immer nur besser. wird immer nur einer gestochen. Ja, das ist Genau. Nein, ich bin Ja, ja. aufgestochen worden. Aber nicht so Aber wie nicht so ich. viel wie Also du, ich ja. war schon ordentlich. Also ich Und hatte auch vielleicht- Kerze und alles. Ja, aber- vielleicht schlaft ihr irgendwann mal wieder in einem Bett dann, wenn das hier gelöst ist, das Problem. Ach, also ich finde das da hinten sehr, sehr gemütlich. So, ich lasse das mal so stehen. Dann gehe ich mal raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Also helft dem Ehepaar, seit 30 Jahren verheiratet. Und ich habe eben nur Spaß gemacht, da ich gesagt habe, ihr seid ja noch nicht so lange zusammen, ja, denn ihr habt ja schon ziemlich eingegroovt, ihr beiden. Danke fürs Einschalten. Das habe ich vorhin Was? schon gesagt, aber ich weiß nicht, haben wir das aufgenommen? Wir lieben uns heute mehr als am Anfang. So, ja. Ja, Auf jeden Fall. Kann man so sagen. Auf jeden Fall. du musst immer aufpassen, wenn jemand mit einem negativen Selbstbildnis unterwegs ist und du sagst das, dann denkt er sich, meint das ernst? Ist das so gemeint? Weil viele wollen ja nicht, dass sie dann aktiv geliebt werden, sondern die sagen dann, naja, das musst du nicht sagen, ich weiß ja, dass du mich liebst. Und so. Nee, du machst das schon öfter. Nee, ich Rosen? mache das öfter. Blumen schon mal? Nee, Blumen, ja, das ist so ein spezielles Ding zwischen uns. weil Schokolade das schon mal? muss die Blumen muss ich selber kaufen. Genau, die Blumen habe ich an. Weil sonst suche ich das Verkehrte aus. Genau. Das ist, also Da habe ich meinen Ihr eigenen seid- Geschmack. wir wissen, was wir Können. tun,
können, um uns Gutes zu tun, und wir wissen auch, was wir tun können, um uns Schlechtes zu tun, und wir neigen dazu, das Gute zu tun. Wir versuchen das zumindest. Das hast du schon gesagt, ja. Ich wünsche euch echt viel Erfolg. Also ich denke, wir kriegen das hin. Also ich bin da ziemlich sicher. Super. Euch allen Gutes und denkt dran, wenn ihr so einen Haufen kauft, so oder so ähnlich, fahrt auf die Waage, denn gerade wenn es ein bisschen dünn ist, und probiert das aus. Tschüss, danke. Ciao. Danke auch. Tschüss. Ciao.